Hallo, willkommen in unserer Mini-Stahlfabrik. Zu deiner Zeit war der Stahlsektor in Deutschland für 25–30% der industriellen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Weltweit machte der Stahlsektor etwa 8% der Gesamtemissionen aus. Dabei ist es wichtig, zwei Arten von Stahlfabriken zu unterscheiden. Zum einen die Recyclingwerke, die Stahlschrott in einem Elektrolichtbogenofen wieder zu neuem Stahl verarbeiten, also auch im Sinne einer Kreislaufwirtschaft. Mit dieser Methode wird etwa 1/3 des Stahls produziert. Aber wir brauchen viel mehr Stahl, als wir durch Recycling herstellen können. 2/3 des Stahls müssen deshalb anders erzeugt werden. Stahl wird aus Eisen hergestellt. Aber Eisen kommt in der Natur nur als Eisenerz in oxidierter Form vor. Zu deiner Zeit hat man im Hochofen dem Eisenerz durch ein Reduktionsmittel, nämlich festem Kohlenstoff, den wir noch mühsam in den Ofen schippen mussten, erst einmal den Sauerstoff entzogen, um Eisenschwamm, also fast reines Eisen, zu erhalten. Das fand unter großer Hitze statt. Schalte den Hochofen einmal über das Touchpad vor dir ein, um ihn in Aktion zu sehen. Im Jahre 2045 wird aus Eisenerz Eisenschwamm über Direktreduktion hergestellt. Unsere Direktreduktionsanlage macht das mit Wasserstoff und ist damit klimafreundlich. Schalte auch die Direktreduktionsanlage über das Touchpad ein, um sie in Aktion zu sehen. Durch die Umstellung dieses Prozesses auf die Direktreduktion konnten wir bis zu 95% der Emissionen aus der Stahlherstellung einsparen. Wir haben diesen Prozess also fast vollständig CO2-neutral gestaltet und konnten dadurch die Klimakrise eindämmen. Cool, ne? Aber das ist noch nicht alles. Wir konnten auch den Strukturwandel positiv gestalten. Da wir den Stahl nun klimaneutral herstellen, sind unsere eigenen Industriezentren damit klimafreundlich und wir können Arbeitsplätze erhalten und zusätzlich die neuen Technologien und Erkenntnisse auch im Ausland anwenden. Die Transformation der Stahlindustrie hat sich also auch als große Chance herausgestellt. Du kennst jetzt den Einsatz von PTX im Stahlsektor. Dafür erhältst du den Stahl-Badge. Wenn du dir noch weitere Sektoren anschauen willst, in denen PTX zum Einsatz kommt, dann greife den Badge mit deinem Controller. Er bringt dich zurück zum Hub.